Heute trainieren wir wieder gemeinsam unsere Kraft des Ansatzes bzw. unsere Ausdauer. Du siehst, ich habe heute den Jericho Lippenexpander im Einsatz. Du kannst natürlich jederzeit dein Trainingsgerät benutzen. Ohne groß Worte zu verlieren, wir machen heute 5 Einheiten, 3 mal 30 Sekunden, einmal eine Minute und im 5. Durchgang einmal maximal, so lange wie man eben durchhält. Mach das Training immer ganz am Ende deines Übealltags, danach braucht der Ansatz Regenerationszeit. Also, wir nehmen die 30 Sekunden und starten gleich gemeinsam. 1, 2, 3 und. Jawohl, das waren die ersten 30 Sekunden. Jetzt kurz mal die Lippenmuskulatur etwas lockern, auch gerne mal diese ausstreichen. Und dann machen wir uns gleich an den zweiten Durchgang. Also wir haben immer 30 Sekunden Anspannung und 30 Sekunden Entspannung. Und so gehen wir durch die Übung durch. Achtung, es geht weiter. 2, 1 und. Jawohl, und da ist auch schon der zweite Durchgang geschafft. Wieder ausstreichen. Achte immer drauf, wenn du diese Übung machst, dass du deinen Ansatz, deine Muskulatur immer wieder anspannst, nachspannst sozusagen. Alle 2, 3 Sekunden musst du nachspannen. Die Muskulatur lockert sich und du denkst, das ist wunderbar, ich habe überhaupt kein Problem. 30 Sekunden, 2 Minuten, 5 Minuten durchzuhalten, das schaffe ich locker. Wichtig ist aber immer nachspannen. Es kommt der dritte Durchgang. 2, 1 und. Jawohl. Jetzt machen wir mal eine Minute etwas Regenerationszeit, damit sich eben etwas unsere Muskulatur erholen kann. Ihr werdet merken, der erste Durchgang ist kein Problem. Der zweite am Ende schon etwas mehr. Der dritte, ja, da muss man schon kämpfen. Und jetzt kommt gleich diese Minute. Und wenn wir diese durchziehen, wirst du merken, es wird auf jeden Fall eine ganz harte Nummer, um das wirklich 60 Sekunden bis zum Schluss zu Ende zu bringen. Die Muskulatur ist angespannt und versuch immer, dass diese fest bleibt. Die Muskulatur will sich, wie schon erwähnt, immer lockern. Immer denken, nachspannen, nachspannen. Eisern dranbleiben und diszipliniert diese Übung durchziehen. Wenn du es täglich machst, immer am Ende von deinem Trompetentraining, wirst du merken, dass sich hier mit der Zeit auf jeden Fall die Kraft aufbaut und auch Ausdauer einstellt. Jetzt geht's los mit der Minute. Achtung! 1, 2, 3.
Jawohl. Ja, man geht da durch verschiedene Phasen von ich schaff's nicht mehr, ich bleib dran, ich spanne nach, durchziehen, 20 Sekunden noch etc. pp. Ich denke, du hast diese Phasen oder ähnliche auch durchlaufen während dieser Zeit. Und jetzt ist eben wichtig, dass wir uns auch immer, wenn wir vor allem im Kopf haben, es kommt noch eine Einheit, dass wir uns jetzt wirklich so ein bisschen die Entspannung wieder reinholen in die Muskulatur. Ausstreichen nicht vergessen. Ja, man merkt dann doch, wie sich alle Muskelelemente im Gesicht irgendwie dazuschalten, um ja diese Spannung aufrechtzuerhalten. Vorne lässt es schon nach, hinten spannt es nach. Also das ist ein richtig heftiges Training und wir machen jetzt nochmal eine Einheit, die uns ans Maximum führt. Das heißt in diesem Fall, wir gucken natürlich nach wie vor auf die Uhr, was immer ganz spannend ist, sich irgendwelche Zeitzonen zu setzen, nochmal 5 Sekunden, nochmal 10 Sekunden etc. pp. Wichtig ist immer, dass wenn du merkst, es lässt nur noch nach, okay, nachgeben, nicht bis zum Ende kämpfen, sondern dann ist das Training auch beendet, dann lockern, ausstreichen und dann ist Regenerationszeit, Erholung angesagt. Wir machen uns an das letzte Set und starten mit dem offenen Ende. Achtung, 1, 2, 3 und... Oh. Bei mir waren es jetzt etwas mehr als 1,5 Minuten. Aber ich habe schon ordentlich gemerkt, wie hier im Hals die Muskulatur anfängt auf einmal auch sich einzuschalten. Hier links und rechts und überall hat es gezuckt. Und ich merke richtig ganz deutlich, wow, das fühlt sich jetzt etwas betäubt an das Ganze. Es hat richtig, also wenn ich jetzt Gewicht heben hätte müssen, ich glaube mein ganzer Körper hätte gezittert vor lauter Anstrengung. Und das war gerade eben hier in dem Bereich der Fall. Ihr habt das ganze Training über beobachtet, dass ich mein Trainingsgerät immer festhalte. Bitte macht das auch. Sobald etwas Gewicht, und der Lippenexpander hat ja ein gewisses Gewicht, in der Hand hält, beziehungsweise euer Ansatz das Ganze halten muss, der hebelt euch die Muskulatur aus und es verursacht Probleme mit eurem Ansatz. Also meine Empfehlung ist immer, das Trainingsgerät, und wenn es nur ein kleines Holzstäbchen ist, haltet das fest. Ihr spürt den Punkt und letztendlich könnt ihr immer denken, dieses Gerät ist die Verlängerung meines Luftflusses. Also achtet darauf, das Ganze immer in der Hand zu halten. Ich hoffe, ich konnte mit dir zusammen eine schöne Trainingseinheit gestalten. Mach die ab und zu mit meiner Hilfe bzw. mit der Hilfe von Kollegen und deinem Lehrer und du wirst sehen, deine Kraft, deine Ausdauer wird sich stabil verbessern. Lass am Ende von diesem Video noch ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.